Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile zweiten Video von den Interior Struggles hier auf meinem Kanal. Ich habe euch ja am 1. des Monats, also am 1. März dieses Mal, wieder einen Fragensticker in die Instagram-Story gesetzt und ihr konntet eure Interior Struggles mit mir teilen. Diesmal gab es aber noch eine kleine Neuerung und zwar habe ich euch darum gebeten, mir dieses Mal auch Bilder zu teilen, damit ich das einfach hier so ein bisschen anschaulicher gestalten kann und mir besser vorstellen kann. Es haben sich auch einige Fragen zum letzten Mal gedoppelt. Wenn euch also alles rund ums Thema Kabelsalat, Ambientebeleuchtung oder auch, wie ihr Farben in ein sehr minimalistisches Zuhause integrieren könnt, dann schaut mal hier in dem Video vorbei, das ich euch hier verlinke. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt einfach los in die nächste Runde, Runde 2. Und ich habe mir einfach ein paar Fragen rausgepickt von euch. Wie würdest du meine Esszimmerecke gestalten? Hab was vor, aber unschlüssig. Und dieses Bild hat die liebe Nasik mir dazu geschickt. Sie hat mir auch gesagt, dass sie mittlerweile einen runden Tisch hat, in der gleichen Farbe wie der Stuhl. Dazu hat sie mir auch ein Bild geschickt. Und gleich direkt beim ersten Hinschauen finde ich, diese Ecke hat auf jeden Fall viel Potenzial, weil wir zwei Wände haben und so einen halboffenen Raum. Gerade jetzt, wo du auch den runden Tisch integriert hast, ich bin ja sowieso ein Fan von runden Tischen, denke ich, da kriegen wir richtig was hin. Ich würde dir als allererstes mal empfehlen, einen größeren Teppich zu integrieren. Das habe ich auch im letzten Video schon mal angesprochen und zwar sollte man bei Teppichen immer eher das Größere als das Kleinere wählen. In dem Fall ist so groß, dass wenn du die Stühle wegschiebst, dass sie immer noch mindestens mit den Vorderfüßen auf dem Teppich stehen. Das heißt, ich würde hier eventuell den Teppich austauschen und in die andere Richtung legen, also quer, und eventuell einen dezenteren Teppich wählen. Der darf ein Muster haben oder auch eine gewisse Struktur, aber eventuell eben vielleicht nicht mehr dieses markante Muster, aber das ist Geschmackssache. Außerdem, ich sehe, du hast eine Leuchte, die hier meiner Leuchte sehr ähnelt, die mag ich auch sehr gerne. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie an dieser Stelle lassen würde, weil ich das Kabel an der Stelle, wie es hochgeht an der Wand, ein bisschen irritierend finde. Also ich weiß nicht, ob es möglich ist, diesen schwarzen Kreis, der da an der Wand ist, der das Kabel führt, ob es möglich ist, den weiter runter zu setzen, damit der nicht mehr so sichtbar ist. Dann könnte ich mir vorstellen, die Lampe hängen zu lassen. Aber ich würde versuchen, den Lampenschirm viel weiter runter zu ziehen. Also es gibt da auch so eine Regel, wie weit ein Lampenschirm von der Tischoberfläche entfernt sein sollte. Ich glaube, das sind so 60, 70 cm und viel weiter hoch würde ich auch nicht gehen, weil sonst einfach das Gesamtkonzept, das Gesamtbild ein bisschen verloren wirkt. Und dann haben wir ja noch die Wand, also die linke an der Seite. Da könnte ich mir ein großes Hochkantbild vorstellen, vielleicht mit einem Schattenfugenrahmen, der nochmal die Farbe der Stühle aufgreift. Und als kleines i-Tüpfelchen könntest du dekomäßig auf der rechten Seite so eine große Bodenvase verwenden und die zum Beispiel mit Ästen oder einfach auch leer stehen lassen. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen Ausgleich von der Leuchte, die von der Decke runterkommt, dem Tisch, der eher so mittig im Blickfeld ist und dann vielleicht noch ein Element auf dem Boden. Genau, das fände ich, glaube ich, gut. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und wenn du diese Dinge umsetzt, dann kann ich mir richtig gut vorstellen, dass die Ecke was ganz Besonderes wird. Ich würde gern an diese Thematik noch eine zweite anschließen und zwar die Frage: Can't find beautiful dining chairs at reasonable price? Ich verstehe diesen Struggle sehr, sehr gut. Wir haben wirklich ewig gebraucht, um Stühle zu finden, die einerseits gemütlich, andererseits schön und vielleicht auch noch zu einem angemessenen Preis bekommen. Das ist natürlich immer super individuell. Wir haben welche gefunden, mit denen ich sehr happy bin. Die sind vor allem wegen der Armlehnen wirklich total bequem. Aber natürlich sind Holzstühle an sich jetzt nicht die bequemsten Stühle, weil sie einfach nicht so nachgeben. Da sind zum Beispiel Freischwinger, wie der Tonne, den ich euch hier mal einblende, viel gemütlicher, weil der einfach nochmal mit dem Gewicht so ein bisschen nachgeben. Freischwinger finde ich auch allgemein super schön.
Da gibt es auch ganz viele, die nicht unbedingt von Designer-Brands sind. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten habe ich auch bei IKEA letztens Stühle gesehen, als ich auf der Suche nach unseren war, die ich auch toll fand. Das sind Polsterstühle, sicherlich super bequem und der Preis war meiner Meinung nach echt okay. Und die blende ich euch hier auch mal ein. Aber ansonsten wirklich viel ausprobieren, viel in Läden gehen, Probe sitzen und dem Ganzen Zeit geben. Weil Stühle zu finden ist echt so eine kleine, nicht Lebensaufgabe, aber kann sehr, sehr lange dauern. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass du ganz bald was finden wirst. Gehen wir mal zur zweiten Frage. I have a Wohnküche and I struggle with creating zones in it. Now I feel it is too crowded. Ich blende euch auch dazu mal die Bilder ein. Vielen lieben Dank, liebe Nathalie, dass du uns die geschickt hast. Was mir direkt auffällt, wenn ich die Bilder anschaue, sind die offenen Regale. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses crowded Feeling, was du hast, davon kommt, dass deine Regale den direkten Blick auf die Dinge geben, die drin stehen. Ich bin gerade in einem Multipurpose-Raum Fan davon, wenn die Stauräume verschlossen sind, wie jetzt zum Beispiel auch hier bei unserem USM. Da habe ich ganz bewusst Türen gewählt, weil wenn ich die hier offen stehen lassen würde, dann sähe das alles hier auch ganz, ganz anders aus. Das gibt eben einfach Einblicke in Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht sichtbar sein sollen und die das Ganze dann auch sehr unaufgeräumt wirken lassen. Das heißt, ich würde dir als allerersten Tipp empfehlen, Stauraum zu schaffen, der nicht direkten Blick auf das Innenleben gewährt. Also eben vielleicht Regale mit Türen. Oder viele lösen das auch mit Vorhängen. Das wäre so das allererste, was ich, denke ich, ändern würde. Ich persönlich würde außerdem versuchen, mit helleren Farben zu arbeiten. Wir haben jetzt viel hier Schwarz und Grau und Brauntöne in der Mischung, aber viele davon matchen vielleicht gar nicht miteinander. Also versuch hier vielleicht Töne aufzugreifen, die eben bereits im Raum vorhanden sind. Den nächsten Tipp, den ich dir geben würde, hast du dir schon mal überlegt, einen etwas größeren Tisch anzuschaffen? Und ich habe gerade eben schon gesagt, ich bin zwar ein großer Fan von runden Tischen, aber runde Tische sind natürlich auch nicht gerade die platzsparendsten, gerade in einem Raum, der vielleicht für viele Zwecke genutzt wird. Vielleicht wäre es eine Idee, einen Tisch sich anzuschaffen, der rechteckig ist und den du dann vielleicht sogar ans Fenster mit der kurzen Seite schieben kannst. Dadurch kann sich so eine richtig schöne, kuschelige Essecke auch gestalten und der Tisch wirkt dann nicht so verloren im Raum. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich hoffe, du konntest mit diesen Tipps ein bisschen was anfangen. Es war jetzt wirklich viel. Aber ich sehe sehr viel Potenzial in dem Raum. Das wird richtig gut und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Bild schickst, wenn du so ein bisschen was verändert hast. Eine Frage von der lieben Anna. Wir sind neu eingezogen und noch keinen Stil gefunden. Es wirkt unpersönlich. Vielen Dank auch für die Bilder, die du uns mitgeschickt hast. So kann man sich das Ganze sehr gut vorstellen. Also, erstmal, wenn ihr gerade eingezogen seid, dann versucht ihr so ein bisschen Stress rauszunehmen. Niemand hat eine Wohnung jemals in 1 oder 2 Wochen eingerichtet. Das kommt alles mit der Zeit. Interior ist ein Journey, den man irgendwo auch genießen soll. Und die Dinge entwickeln sich meistens erst, wenn man drin wohnt und dann erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Möbel einem eigentlich das beste Gefühl geben. Aber was ich dir als Tipps mitgeben würde, ist, wenn ich das Wohnzimmer mir so anschaue, ich würde versuchen, auf jeden Fall das Sofa von den Wänden wegzurücken. Also einfach so ein bisschen Platz zu lassen zwischen Sofa und Wänden. Das lässt den Raum viel luftiger und größer wirken, als wenn die Sofas so an die Wand gepresst sind. So haben wir das ja auch. Unser Sofa hat auch einen Abstand von, ich weiß nicht, 40, 50 Zentimetern von der Wand und dadurch wirkt das Ganze einfach so ein bisschen offener. Außerdem kann ich mir sehr gut einen Wohnzimmerteppich vorstellen, der nicht nur natürlich super gemütlich ist, sondern eben auch das Wohnzimmer vom Essbereich so ein bisschen abgrenzt optisch. Hier würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass der Teppich auch nicht zu klein ist, sondern der darf wirklich schön groß sein und diesen ganzen Bereich so ein bisschen eingrenzen. Ansonsten, ich bin ja selbst
eine Vertreterin von weißen Wänden, aber wir haben ja im Schlafzimmer einen sehr gebrochenen Weißton, nämlich Wool von Schöner Wohnen Farbe. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Option für euch wäre, die Wände in so einem gebrochenen Weißton zu streichen, weil das lässt das Ganze, gerade wenn die Räume so groß sind, sehr gemütlich wirken und geben dem Ganzen nochmal so einen besonderen Touch. Ansonsten sehe ich, dass ihr auch einen sehr cleanen und minimalistischen Stil verfolgt. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist die Struktur. Also die Möbel wirken alle sehr glatt. Ich würde dir empfehlen, vielleicht einfach Möbel oder Dekoartikel mit ein bisschen Struktur, mit ein bisschen Haptik zu integrieren. Der Teppich wäre da schon mal die erste Möglichkeit dafür, aber auch vielleicht Bilder mit ein bisschen Struktur, mit einem gewissen Muster. Das muss jetzt nicht was Flippiges sein, sondern einfach so eine Struktur, wo man denkt, oh, da würde ich am liebsten hinfassen, einfach weil das so diesen gemütlichen Vibe nochmal reinbringen kann. Und das Ganze kann man auch mit Decken erzielen oder mit Leuchten, die vielleicht so eine gewisse natürliche Oberfläche haben, also natürliche Materialien. Ihr habt ja schon einen Holztisch, vielleicht greifst du diese dunkle Holzkomponente einfach nochmal so ein bisschen auf in vielleicht anderen Dekoartikeln. Ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht im Wohnzimmer noch einen Hocker integrierst, der die Farbe des Esszimmertischs nochmal aufgreift. Ich sehe auch, ihr habt keinen Couchtisch, wobei vielleicht da auch der Platz ein bisschen eng ist, aber vielleicht wäre ein Hocker eine Idee. Ich blende dir mal hier einen ein, den ich persönlich wunderschön finde und den ich mir auch sehr gut bei dir vorstellen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, greif natürliche Elemente mit Leuchten, mit Vasen, mit Dekoartikeln im Allgemeinen so ein bisschen auf. Und mit der Zeit wird sich das auch mit Leben füllen und du wirst merken, dass es einfach nur so ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis ihr euch wirklich dann 100%ig wohlfühlt. Genau, ich denke, wir haben heute wieder einige coole Fragen dabei gehabt und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, wie ich diese Dinge gestalten würde. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Bilder zur Verfügung gestellt habt. So können wir uns das alle so ein bisschen besser, glaube ich, vorstellen. Der nächste Interior Struggles Fragensticker kommt am 1. April in meine Instagram Story und dann werde ich mir wieder so ein paar rauspicken. Ich werde außerdem auch auf Instagram immer mal wieder Interior Struggle Fragen behandeln und auch auf TikTok ist das geplant. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt mir am besten auf allen Kanälen und dann freue ich mich jetzt schon auf das nächste Video mit euch. Bye, bye! Hey. Oh, erstmal Wasser verschüttet. Okay, nochmal. Zweiten